Hallo! Ja, heute gibt es schon wieder ein Haul-Video von mir, aber diesmal habe ich auch so ein paar Einrichtungssachen und Deko-Sachen dabei. Also gibt es zumindest mal so ein paar andere Sachen zu sehen als sonst. Aber trotzdem starten wir mal mit dem Kleidungsstück für Februar. Und zwar habe ich wie meine Schwester beim Sandro Sale zugeschlagen und da habe ich mir diesen Strickpullover gekauft. Und diesen Pullover hatte ich schon mal im November bei einem Event von Bräuninger in Düsseldorf an. Und da blende ich euch mal das Outfit an, was ich damit zusammengestellt habe. Da könnt ihr das mal so angezogen sehen. Da habe ich mich schon so ein bisschen in diesen Pullover verliebt, aber normalerweise kostet er einfach mal 200 € und das war mir dann einfach zu teuer. Und deswegen habe ich stark gehofft, dass er dann in den Sale kommt und das war er dann auch im Winter Sale. Und den habe ich dann für 50% weniger ergattern können. Also 98 € ungefähr hat er gekostet. Dennoch relativ teuer, aber er besteht aus Merino-Wolle. Das heißt zwar, ich muss auch beim Waschen ein bisschen aufpassen, aber er nimmt Gerüche nicht so schnell an und ja, transportiert die Feuchtigkeit besser nach außen. Dann war es für mich eine designmäßige und qualitative Investition sozusagen. Das nächste Teil habt ihr schon in Daisys Haul gesehen und zwar habe ich mir auch eine Jeans von Dr. Denim geholt und zwar die gleiche. Also gibt es nicht viel dazu zu ergänzen, außer dass ich mir dieses Teil erlaubt habe, weil ich einfach eine neue dunkle Jeans brauchte, weil ich hatte so eine ganz alte von Topshop, so eine Lee Jeans, aber die habe ich irgendwie vor 4 Jahren gekauft und die war einfach schon so ausgeleiert und eigentlich war sie auch mal schwarz und jetzt ist sie so dunkelgrau und ja, die hat schon so, die sah einfach nicht mehr gut aus, also dachte ich mir, kann ich mir jetzt mal erlauben. Das nächste Teil war in meinen Augen auch irgendwie notwendig und zwar habe ich mir ein neues Portemonnaie gekauft, denn mein altes ist das hier und ja, mal abgesehen davon, dass es ziemlich klein ist, ist es halt einfach schon so ein bisschen abgenudelt und irgendwie hat es mich schon langsam genervt, weil es hat einfach nur so 2 Fächer. Ich finde es zwar immer noch schön und zum Ausgehen ist es ganz praktisch, weil es eben kompakt ist, aber ja, da musste einfach ein neues her. Und zwar habe ich mir bei Comme des Garçons ein neues Portemonnaie ausgesucht, weil die da qualitativ hochwertige Portemonnaies haben und ja, die Designs sehr klassisch sind und sie auch die Form hatten, die ich gesucht habe. Und zwar diese kleine Form von Portemonnaies. Es ist aus rotem Glattleder, was ich sehr schön finde, weil die Farbe noch sehr klassisch ist, aber ja, halt einfach ein bisschen Farbe reinkommt. Und das Glattleder ist zwar vielleicht ein bisschen empfindlich, aber ich denke, dass es über die Jahre eher mehr Charakter annimmt, als dass es irgendwie arg schäbig aussieht. Innen sieht es eigentlich wie zu erwarten aus. Hier so ein Fach und Kartenfächer und dann hier so ein Münzfach. Das geht dann so auf und ja, fand ich einfach schön. Kommen wir nun zu den Einrichtungssachen und da bin ich in den letzten Monaten einfach auch total ausgerastet irgendwie, weil ich immer irgendwie neue Deko-Sachen gekauft habe und viel umgeräumt habe. Dazu kann ich euch ja in der Infobox noch so ein paar Posts verlinken. Als erstes habe ich hier diese rosane Vase mit so Knitteroptik und da habe ich ja so eine ganz ähnliche kleine Vase, die dann irgendwie ganz gut zusammenpasste dazu, finde ich. Und die ist halt aber ein bisschen größer, weil ich dort ja immer so stängelige Blumen zu stehen habe und deswegen hat die ganz gut gepasst, fand ich. Das habe ich jetzt bei Boja gekauft. Das ist so eine Einrichtungskette, die so skandinavisches Design führt und das ist zwar nicht ganz so günstig wie Ikea, aber ja, auf jeden Fall viel bezahlbarer als so richtige Designermöbel und die führen einfach Sachen, die man nicht schon 100 Mal gesehen hat oder wo man denkt, so, das ist von Ikea. Und die hat 12 € gekostet, fand ich auf jeden Fall okay für so eine Vase und die macht sich auf jeden Fall ganz gut auf meiner Kommode. Als nächstes habe ich mir ein paar Sachen von dem dänischen Label Hey gekauft. Und zwar habe ich mir 2 dieser Kaleido-Schalen gekauft. Das sind so kleine Tabletts, Mehrzahl von Tablett, so 2 Schalen in verschiedenen Formen und also Größen und Farben. Und die kann man halt so ineinander legen. Da habe ich mich für dieses Grau, Blau und Aprikot entschieden, weil die einfach so ein bisschen Farbe reinbringen, aber jetzt nicht zu knallig sind oder zu dunkel und sie haben einfach ganz gut gepasst, finde ich, zu meiner Einrichtung. So, das nächste Teil habt ihr vielleicht schon im Hintergrund gesehen und zwar ist das dieser Kerzenständer. Das Design fand ich einfach total cool, so kann man auch ganz gut halten und Roségold mag ich sowieso am liebsten momentan und ja, also für Deko-Sachen gibt es sowieso keine richtige Begründung, außer es sieht einfach schön aus. Aber eins noch zu Kerzen, und zwar habe ich mir diese Langkerzen bei Ikea gekauft.
Aber zu Hause habe ich dann gemerkt, dass die irgendwie total stinken, finde ich. Also die riechen so voll unangenehm und da muss auf jeden Fall immer eine Duftkerze an sein, damit ich einfach nicht diesen Geruch immer in der Nase habe. Bin das nur ich oder findet ihr auch, dass sie irgendwie komisch riechen? Also die riechen irgendwie... Dazu passend ist mein nächster Einkauf und zwar sind es diese roségoldenen Kleiderbügel und viele werden jetzt denken, oh voll unnötig, aber die sind einfach voll schön und haben halt ganz gut dazu gepasst und wie gesagt Roségold. Und unter meinem Roomtour-Video habe ich ja geschrieben, dass neue Lampen auf meiner Wunschliste stehen und diese Lampen habe ich jetzt auch gekauft. Ich blende euch mal ein Foto von der ersten Lampe ein und zwar ist das eine Stehlampe, eine Bogenleuchte oder man nennt sie auch Five Fingers Lampe. Und die hat auch so einen ziemlich schweren Marmorfuß unten und Marmormuster finde ich ja auch ziemlich schön. Und die Lampe habe ich online bei dlife.de bestellt. Da war der Versand kostenlos und auch der Rückversand wäre auch kostenlos gewesen, wenn die Lampe mir nicht gefallen hätte. Ich habe eben genau so eine gesucht und für das Modell war sie dort einfach am allergünstigsten und die Qualität war auf jeden Fall völlig in Ordnung. So, dann habe ich auf der gegenüberliegenden Kommode ja auch noch eine Arbeitswäsche stehen und die wollte ich dann auf jeden Fall passend zu der Lampe haben. Also ich brauche auf jeden Fall so passende Lampen, finde ich. Und da habe ich mir diese Arbeitsleuchte von Ikea gekauft, die blende ich euch auch mal ein. Die passt einfach vom Design her ganz gut zu der Stehlampe und war dabei auch nicht unglaublich teuer. Wir bleiben mal bei Ikea und da habe ich mir noch einen kleinen spontanen Kauf geleistet und zwar habe ich mir für 3,99 dieses Trendig-Tablett gekauft in Mintgrün. Das fand ich auf jeden Fall total schön, war jetzt nicht auf meiner Einkaufsliste, aber ja, mein Gott. Immerhin esse ich ganz gerne so auf dem Bett, deswegen ist es so ganz praktisch. Und außerdem macht es sich furchtbar gut für so Fotohintergründe. Da blende ich euch auch mal ein Foto ein. Also allein deswegen hat es für mich einfach gelohnt, weil ja, so bei Fotos bin ich so ein kleiner Freak und kaufe halt manchmal extra irgendwie so Hintergründe und so weiter und Utensilien. Und naja, das macht sich auf jeden Fall hübsch her und ist ja auch praktisch. Als nächstes habe ich einen Teil, was ich wirklich gebraucht habe, und zwar ein großer Bilderrahmen, weil wir hatten ein paar Bilder und Kunststücke noch so uneingerahmt hier liegen. Und zwar war da eins dabei, was ich unbedingt mal einrahmen wollte und dazu habe ich mir einer dieser Riba Bilderrahmen gekauft bei Ikea, die 50 x 70 groß sind und in weiß. Also ich zeige euch das hier mal so ein bisschen. Und da blende ich euch nochmal das Foto ein, wo das Bild auch zu sehen war. Das sieht jetzt insgesamt viel vollständiger und runder aus und ich bin zufrieden damit. So, das waren jetzt alle Sachen von meinen Einkäufen im letzten Monat. Schreibt mir doch, was ihr so für ein Einrichtungstyp seid, ob ihr auch immer so viel so Dekokram kauft, ob ihr viel umräumt und was ihr da für einen Einrichtungsstil habt, würde mich einfach ein bisschen interessieren. Und ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss! Qualitativ hochwertige Portemonnaies. Not take for free. You cannot stay